Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wollt ihr euer Gewehr auf der Jagd immer in der Hand tragen? Der jagdliche Gewehrriemen von Kyler Gear. Getreu dem Motto Tradition und Moderne schließen sich nicht gegenseitig aus, hat Kyler Gear aus dem Hause MD Textil einen jagdlichen Gewehrriemen entwickelt. Nicht das Rad neu erfunden, aber traditionelle Materialien wie hochwertiges Leder und die Schnellverstellung, wie man sie von modernen Gewehrslings kennt, kombiniert. Das verwindungssteife 43 mm breite Polster des Trageriems besteht auf der Außenseite aus ausgewähltem Rindsleder vom örtlichen Lederhändler. Die Häute für die Lederriemen sind handverlesen und werden in der eigenen Lederwerkstatt von MD Textil bzw. Kyler Gear gemacht. Um es mal kurz zu erklären, MD Textil ist bekannt aus dem taktischen Bereich und hat jetzt vermehrt auch Produkte für den jagdlichen Einsatz. Um eine Grenze zu ziehen, gibt es jetzt diese Produkte unter dem Namen Kyler Gear im Hause MD Textil. Okay? Gut. Wir haben also den klassischen Lederriemen auf der Frontseite und wir haben einen sehr coolen gummierten Rücken. Cool deswegen, weil es gibt eigentlich im Prinzip immer diese typischen zwei Varianten von der Innenseite. Einmal haben wir diesen Gummi, der überall klebt, der ist so fest, dass ich versuche, wenn ich den versuche runterzunehmen von der Schulter, er überall hängen bleibt. Das ist natürlich toll, dass er mir beim Laufen nicht runterrutscht, aber dann, wenn er soll, dann stört das mich eigentlich. Oder es gibt diese Dinger, die vielleicht auch innen noch eine Cordura-Beschichtung haben. Die rutschen so leicht runter, dass sie eigentlich ständig auch von der Schulter runterrutschen, wenn sie das nicht sollen. Und der Gummi hier ist genau der Mittelweg. Also er rutscht nicht runter, auch wenn ich jetzt eine Cordura-Jacke anhabe oder eine Stoffjacke, gleitet aber perfekt von der Schulter, wenn ich ihn herunternehmen möchte. Die Lederfarbe und auch die Absteppung kann man in den Farben auswählen. Es gibt verschiedene Varianten, aus denen man wählen kann. Und der untere Teil, der beinhaltet diese Schnellverstellung. Hier habe ich ein ganz normales Cordura-Band, so wie ich es normalerweise auch von den Slings her kenne. Und hier diese Schnellverstellung. Dazu komme ich aber gleich. Der Riemen selbst kommt ohne irgendwelche Ösen, also er kann nur eingeschlauft werden und somit lässt er die Freiheit, dass man den Riemen an seine individuellen Riemenbügel anbringt. Gleich ein Tipp vorweg, den oberen Riemen sollte man so weit als möglich nach vorne montieren. Das heißt, ich möchte hier kein Stück von diesem schmalen Band übrig haben, der dann auf der Schulter sitzt, sondern ich möchte natürlich den Trageriemen auf der Schulter haben. Deswegen sollte er so weit wie möglich oben angebracht werden. Einschlaufen ist ganz einfach. Ich schlaufe einmal vorne durch, nach hinten und dann noch zurück. Ich habe hier das überstehende Stück einfach abgeschnitten und dann mit dem Feuerzeug die Enden versiegelt. Auf der Unterseite sieht es ein bisschen anders aus. Da habe ich die Gesamtlänge dran gelassen und habe den ganzen Riemen auf meine Körpergröße eingestellt und das Überschüssige habe ich dann einfach zusammengebunden und mit so einem Klettband einfach fixiert. Warum die gesamte Länge dran lassen? Ganz einfach, im Sommer trage ich andere Bekleidung auf der Jagd als im Winter. Eine dünnere Jacke, vielleicht ein dünnes Hemd, im Winter eine dicke Jacke, unten drunter ein Pullover. Deshalb lasse ich mir einfach dieses Spiel, dass ich auch im Winter genauso gut reinkomme wie im Sommer. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Clou und auch hier haben wir, wie schon gesagt, nicht das Rad neu erfunden, sondern wir haben Techniken, die vorhanden sind, von anderen Slings her kennen wir das, hier auf den Jagdriemen übertragen. Ich habe also hier so eine Schlaufe. Diese Schlaufe kommt hier in so einem Oliv oder in diesem Orange, kann man sich einschlaufen, was man haben möchte. Und ich kann jetzt hier ziehen. Und wenn ich hier ziehe, öffnet sich die Sling bis zum Maximum. Ja, und wenn ich jetzt hier das Maximum habe, dann kann ich es über den Kopf streifen, über die Schulter hängen oder wie auch immer. Um sie wieder zuzumachen, ziehe ich hier an dem Ende mit diesem D-Ring und ich ziehe so weit, ich zeige es jetzt mal hier, ich ziehe so weit, bis ich unten fast anschlage. Dann greife ich hier in diese Schlaufe und kann dann den Riemen ganz anziehen. So ist er zum Beispiel jetzt, wenn ich ihn in den Anschlag bringen will, auf der Kanzel liegt er halt wirklich direkt am Gewehr an.
Natürlich ist es auch eine schöne Auflage, wenn ich hier diesen Gewehrriemen habe, um am Kanzelrand aufzulegen oder anzustreichen. Wie gesagt, habe ich jetzt den unteren so weit eingestellt, dass ich sagen, im maximalen Bereich auch immer in meine dicke Jacke hineinkomme, um es dann halt über den Kopf, die Schulter oder halt beides rüberzuziehen. Hier vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Tragen des Gewehrs mit dem Gewehrriemen. Wir kennen das, die meisten Jäger tragen das Gewehr gerne mit dem Gewehr auf der Rückseite der Schulter, Mündung nach oben, außerhalb des Sichtbereiches. Das hat meiner Meinung nach zwei Nachteile. Zum ersten auf Gesellschaftsjagden, Drückjagden, wo die Waffe offen getragen werden muss oder gebrochen, um jedem zu zeigen, die Waffe ist nicht geladen, habe ich hier das Problem, dass das Auswurffenster auf der Innenseite des Körpers ist. Also man kann es gar nicht genau sehen. Ist die Waffe jetzt offen, außer wenn der Verschluss nach unten hängt. Der zweite Punkt ist, wenn ich jetzt durch eine Dickung durchgehe zum Beispiel, dann kann ich natürlich mit der Mündung schön oben hängen bleiben und ich muss dann immer schauen, dass ich mich da durchfuseln kann. Des Weiteren sehe ich auch nicht, ob irgendwas vielleicht in die Mündung fällt. Wenn ich die Waffe aber andersrum trage, also mit der Mündung nach vorne, habe ich hier mehrere Vorteile. Wenn die Waffe geöffnet ist, sieht jeder, der Verschluss ist offen und man sieht besser das geöffnete Auswurffenster. Des Weiteren habe ich hier meine Mündung im Blick. Auch wenn ich jetzt einen Schalldämpfer oben drauf habe, der das Gewicht sowieso etwas mehr in Richtung Mündung bringt, habe ich hier immer die Mündung und was an der Mündung passiert vor Augen. Das heißt, ich kann meine Mündung viel besser kontrollieren. Wenn ich jetzt durch eine Dickung durchgehe, kann ich auch das Gewehr hier sehr schön führen. Ich kann meine Mündung durch die Äste durchmanövrieren, vielleicht sogar mit dem Finger auf der Mündung festhalten, um zu verhindern, dass etwas in die Mündung reinkommt. Ein weiterer Vorteil ist, ich habe hier die Waffe wesentlich schneller im Anschlag, weil ich brauche jetzt, wenn ich es auf der linken Seite trage, als Rechtshänder, nur einfach hier rüber greifen und habe die Waffe sofort im Anschlag. Habe ich sie traditionell so über der Schulter, muss ich erst die gesamte Waffe hier rüberziehen, einmal umdrehen. Habe ich sie ja auch noch quer über dem Rücken, gibt es die Möglichkeit, mit so einem eleganten Salto nach vorne zu bringen. Das ist eine coole Geschichte, geht auch recht schnell, wenn man das ein paar Mal geübt hat. Das Problem ist, man braucht natürlich oberhalb immer ein bisschen mehr Platz. Die Waffe nach vorne getragen hat also definitiv, wenn man sie schnell im Zugriff haben möchte oder durch eine Dickung durchgeht, auf jeden Fall seine Vorteile. Zusammenfassend kann man sagen, der jagdliche Gewehrriemen von Kyler Gear ist ein sehr hochwertig, gut verarbeiteter, komplett in Deutschland hergestellter Jagdriemen, der nicht teurer ist als andere vergleichbare hochwertige Gewehrriemen. Was uns besonders gefällt, ist diese Kombination aus Tradition mit dem Leder, was ja schon eine sehr robuste Geschichte ist, und der modernen Sling-Variante mit der Schnellverstellung. Wie eingangs erwähnt, kann ich mir die Farbe des Leders aussuchen, gibt es auf der Webseite. Den Link blende ich unten ein. Hier kann ich also die Lederfarbe und auch die Absteppfarbe, also von dem Stoff, der hier zum Absteppen genommen wird, auswählen und kann somit das Ganze nach meinem Geschmack und natürlich auch an meine Waffe anpassen. Wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch der Film gefallen hat, dann zahlt mit der Währung von YouTube, mit dem Like, mit dem Abo. Wenn ihr informiert werden wollt, wenn wir was Neues haben, dann klickt auf die Glocke, denn wir werden jetzt vermehrt auch Sachen für die Jagd vorstellen. Epic ist nicht nur für Outdoor und diese taktischen Geschichten, sondern wir werden natürlich auch den Jagdbereich ein bisschen mehr abdecken, weil hier gibt es immer wieder neue interessante Produkte, die wir euch vorstellen wollen. In diesem Sinne, macht's gut, passt auf euch auf, euer Stefan.